Wir sind jetzt hier vom Generatorenraum rausgekommen und um die Ecke gebogen und stehen in einem weiteren Gang dieses Bunkersystems. Hier in der Wand entdecken wir wieder eine Inschrift, Airborne. Wir glauben, dass von der Art der Inschrift her es eine Inschrift jüngeren Datums ist. Airborne verweist auf die 101st Airborne Division der US-Armee. Und hier komme ich ein bisschen zurück auf die Frage, wer war zuerst am Obersalzberg, die wir vorne bei der Division Blindé schon angeschnitten hatten. Neben dieser französischen Einheit, der Division Blindé, steht zur Auswahl die 101st Airborne Division und die 3rd Infantry Division der US-Armee. Alle drei reklamieren ein Stück weit für sich, als erstes im Obersalzberg gewesen zu sein. Warum war das wichtig? Der Obersalzberg als Privatwohnsitz von Hitler, Göring und anderen war ein sehr symbolträchtiger Ort, vor allem in den letzten Tagen des Krieges. Er wurde zum Beispiel als Last Prize of the War genannt. Wir wollen uns nicht hundertprozentig festlegen, aber wir gehen heute davon aus, dass die 3rd Infantry Division die ersten beim Berghof waren. Die französische Einheit waren die ersten, die ihre Flagge, die Trikolore hissten, und die 101st Airborne Division vermutlich die ersten oben am Kehlsteinhaus. Für uns ist diese Inschrift, die aber Jahre später erst entstanden ist, zugleich ein Zeichen, dass sehr viele Veteranen und aktive Soldaten noch hierher kommen und dieser Sieg am Obersalzberg, die Befreiung des Obersalzbergs, noch immer einen hohen Stellenwert innerhalb dieser Verbände und Veteranenvereine hat. Das sieht man auch, die 3rd Infantry Division feiert jedes Jahr am 5. Mai hier im Obersalzberg die Befreiung des Berges. Und es sind aber nicht nur die Einheiten, die Veteranen, die sozusagen an dieses Ereignis erinnern, sondern teilweise hat das Ganze auch schon Einzug in die Familiengedächtnisse gefunden. Das wissen wir von Gesprächen mit den Gästen, die uns dann eben erzählen, sie sind hierher gekommen, weil der Opa oder der Urgroßvater 1945 hier am Obersalzberg war und immer davon berichtet hat, und nun wollte man sich eben selbst auch diesen Ort einmal ansehen.